Dieser ruhige Blick schwarzer Augen, Blumenkranz auf dem dunklen Haar, in der rechten Hand ein Weinkelch. Das ganze Bild Ausdruck einer inneren ruhigen Freude. Sie ist jung, sie ist schön, das ganze Leben liegt noch vor ihr. Das ist Hebe, die griechische Göttin der Jugend, die den Menschen, so glaubten es die Griechen, eine neue Jugend zu schenken vermag. Wir schreiben das Jahr 1778. Der jüdische Arzt Benjamin de Lemos, Leiter des jüdischen Krankenhauses in Berlin, einer von wenigen Juden, die sich dauerhaft in Berlin niederlassen durften, gibt anlässlich der bevorstehenden Hochzeit seiner 15-jährigen Tochter Henriette bei der deutschen Malerin Anna-Dorothea Terbusch dieses Gemälde in Auftrag. Markus Herz, der zukünftige Ehemann, selbst ein Arzt, aber auch ein Philosoph, einer der Lieblingsschüler von Immanuel Kant, Verfasser zahlreicher philosophischer und medizinischer Schriften, ist 17 Jahre älter als seine 15-jährige Braut. Die Ehe ist natürlich arrangiert. Benjamin de Lemos ist viel daran gelegen, einen guten und angesehenen Ehemann für seine erstgeborene Tochter zu finden. Gefühle spielen dabei, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Für unsere Zeiten wäre eine solche Ehe undenkbar. Und auch für die damaligen Zeiten war der Altersunterschied von 17 Jahren sehr groß. Und auch die Braut ist schon für die damalige Zeit ziemlich jung. Der gewöhnliche Heiratsalter in Berlin lag damals für Frauen bei zwischen 17 und 19 Jahren. Wir wissen nicht, ob die kinderlose Ehe glücklich war. Bereits die Darstellung von Henriette in der Gestalt einer griechischen Göttin vermittelt den Eindruck eines Umbruchs. Einerseits das sehr traditionelle Heiratsmodell und andererseits der Einfluss der zeitgenössischen Kultur mit ihrer Begeisterung für die griechische Antike. Es ist die Epoche des Sturm und Drangs. Goethes Leiden des jungen Werthers, das 4 Jahre vor der Hochzeit veröffentlicht wurde, ist ein europäischer Bestseller. Glaubt der alte Benjamin de Lemos, seine Tochter hätte den Roman nicht gelesen? Ein anderes jüdisches Mädchen, Sarah Meyer, später Sarah Wulff und noch später Sophie Leopoldine Wilhelmine Baronin von Grothus, wurde, als sie 13 Jahre alt war, also im Jahre 1776, 2 Jahre vor Henriettes Hochzeit, von ihrem Vater bei der Lektüre des Werthers erwischt. Davon berichtete dieser ihrem Lehrer, der kein anderer war als Moses Mendelssohn selbst, worauf dieser nach einer entsprechenden Mahnpredigt das Buch aus dem Stubenfenster befördert hat. Auch der aufgeklärte Philosoph war anscheinend nicht aufgeklärt genug, um die Lektüre eines aus unserer Sicht natürlich recht unschuldigen Buches zu dulden. Die junge Henriette de Lemos, die zu uns von Terbuschs Gemälde hinüberblickt, schwärmt gewiss von einem Leben, welches erfüllt ist von Romantik, von Gesprächen über das Wahre, das Schöne und das Gute. Und das Verblüffende ist, gerade die Ehe mit dem 17 Jahre älteren Markus Herz wird sie, nunmehr nicht Henriette de Lemos, sondern Henriette Herz, in diese Welt hineinführen. Zusammen mit ihrem Ehemann werden die Eheleute Herz einen der berühmtesten intellektuellen Salons Berlins gründen. Alles begann mit einer Mittwochsgesellschaft, zu welcher Markus Herz verschiedene Vertreter der damaligen Kulturwelt einlud. Er selbst und seine Gäste hielten dabei Vorträge über wissenschaftliche und philosophische Themen, führten Experimente durch, während die Damen sich bei einem Frauenkränzchen mit Gesprächen über Poesie und Kunst vergnügten. Langsam zog diese Zusammenkunft der Damen die Aufmerksamkeit der männlichen Besucher auf sich. Der Mittelpunkt des Salons war nunmehr nicht Markus Herz, sondern die nicht einmal 20 Jahre alte, hübsche und kluge Henriette. Zu ihren Gästen zählten alle wichtigen intellektuellen Gestalten des damaligen Berlins, Deutsche und Juden. Die Philosophen Schlegel und Schleiermacher, beide Friedrichs, der Schriftsteller Jean Paul, der Literaturkritiker Ludwig Börne, die beiden Brüder von Humboldt, Alexander der Natur- und Wilhelm der Geisteswissenschaftler, der Bildhauer Johann Gottfried Schadow. Diese Zusammenkunft trug den stolzen Namen Tugendbund zur Pflege der Freundschaft. Im ernsten Salon von Markus Herz waren weiterhin keine Frauen erwünscht.
Und da ist es verständlich, dass die kulturellen Männer sich zu Henriette in ihrer heiteren Gesellschaft oder Geselligkeit, wie man damals eine solche Zusammenkunft bezeichnete, hingezogen fühlten. Da ging es wesentlich spannender zu. Doch überlassen wir Henriette kurz ihren namhaften Gästen und wenden wir uns einer anderen Frau zu. Diese Frau heißt Rahel Levin, später Rahel Varnhagen von Ense. Sie ist die Tochter eines reichen jüdischen Bankiers Markus Levin. Der reiche Vater hat dafür gesorgt, dass sie durch Hauslehrer eine gute Bildung erhält, fremde Sprachen und das Tanzen erlernt, Klavier spielt. Goethe, den sie natürlich schon als Kind verehrte und den sie später persönlich kennenlernen wird von ihr sagen, sie ist ein Mädchen von außerordentlichem Verstand, die immer denkt. Und von Empfindungen, wo findet man das? Das ist ein liebevolles Mädchen, sie ist stark in jeder ihrer Empfindungen und doch leicht in jeder Äußerung. Ich glaube, viele Zeitgenössinnen hätten sich über ein solches Urteil des größten deutschen Dichters gefreut. In der Jägerstraße in Berlin-Friedrichstadt, unweit des Gendarmenmarkts, eröffnet die kaum 20-jährige Rahel ihren Salon. Dabei ist sie nicht unbedingt sehr reich. Nach dem Tod ihres Vaters liefen die Geschäfte der Familie nicht so gut wie früher. Aber sie hatte dank ihrer Herkunft Zugang zu der höheren Gesellschaft und vor allem, sie war klug, außerordentlich scharfsinnig und wohl auch recht hübsch, obwohl sie in ihren Briefen und Tagebüchern immer wieder behauptet, sie sei nicht schön. Jedenfalls schafft sie es durch alle ihre Fähigkeiten und Talente, einen weiteren wichtigen Salon in Berlin jener Zeit zu gründen. Auch ihre Gäste sind Vertreter der damaligen preußischen intellektuellen Elite, die in der Zukunft noch berühmt werden sollten. Hier sind die Visitenkarten einiger ihrer Besucher, die in der Bibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin aufbewahrt werden. Da sind wieder die üblichen Verdächtigen, wie die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schleiermacher, die Brüder August, Wilhelm und Friedrich Schlegel, der Schriftsteller Friedrich von Gentz, der Dichter Ludwig Tieck, die Schauspielerin Sophie Schröder und viele andere. Rahels Salon war eines der Kulturzentren Berlins in den 1790er Jahren. Hier sehen wir Amalie Beer, die Tochter des reichen Hoffaktors Liebmann Meyer-Wulff, die einen musikalischen Salon führte. Ihr Sohn war der Komponist Giacomo Meyerbeer, der nach Frankreich ging und dort zu einem der wichtigsten französischen Opernkomponisten wurde. Hier ist Sarah Levy, die Tochter des Bankiers Daniel Itzig. Auch sie führte einen Salon, in dessen Mittelpunkt die Musik stand. Und das ist Dorothee Schlegel, geboren als Brendel Mendelssohn. Sie war Tochter von Moses und Fromet Mendelssohn und auch sie führte einen literarischen Salon. Das ist die Schriftstellerin Rebecca Friedländer, die um 1800 in Berlin einen literarischen Salon gründete. Doch kehren wir kurz zu Henriette Herz und ihren Gästen zurück. Johann Gottfried Schadow hielt für uns eine Szene aus ihrem Salon fest. Ganz vorne sehen wir Henriette Herz. Am Klavier ist Abraham Mendelssohn Bartholdy, ein Bankier, Sohn von Moses und Fromet Mendelssohn und Vater von Felix Mendelssohn Bartholdy, einem der größten Komponisten Deutschlands, und von Fanny Hensel, die auch eine Komponistin war. Diese kleine Szene offenbart uns einiges von der inneren Dynamik und Atmosphäre des Salons. Wir können das Klavier hören. Wir sehen die Menschen, jeder ist mit etwas anderem beschäftigt, aber alle nehmen am gemeinsamen Abend teil. Der Salon war ein fester Bestandteil des damaligen Berliner Lebens. Es gab natürlich auch zahlreiche nichtjüdische Salons, aber in der damaligen Kulturlandschaft ragten die Salons, die von jungen Jüdinnen geführt wurden, besonders heraus. Doch wie war es möglich, dass sich hier im Hause eines jüdischen Ehepaares, wie zum Beispiel der Familie Herz,
das sich freilich wohl nur wenig an jüdische Bräuche hielt, all diese Besucher versammeln konnten. Berlin um das Jahr 1780 war eine heitere Stadt. Friedrich der Große, der ein Interesse an Philosophie, Literatur, Kunst und nicht zuletzt Kartoffeln hatte, machte Berlin zu einem der wichtigsten Zentren der Aufklärung. Das aufklärerische Gedankengut verbreitete sich im Lande. Im Jahre 1784 veröffentlichte Moses Mendelssohn in der Berliner Monatsschrift seinen Aufsatz Was heißt Aufklären, dem 2 Monate später der wesentlich berühmtere Essay Was ist Aufklärung des Königsberger Philosophen Immanuel Kant folgte. In Berlin wurde viel gebaut. Die Straßen bekamen ihr herrschaftliches Aussehen. Unter dem Nachfolger von Friedrich dem Großen, Friedrich Wilhelm II., wurde Berlin zu einer prunkvollen königlichen Residenzstadt umgebaut. Mit seinen ca. 140.000 Einwohnern, obwohl wesentlich kleiner als Paris oder London, war Berlin eine der größten Städte Europas. Unter Friedrich dem Großen wurde Preußen zu einer europäischen Großmacht, die über das Heilige Römische Reich, dessen Teil es nominell noch bildete, deutlich hinauswuchs. Mit der Aufklärung änderten sich auch die Verhältnisse innerhalb der Bevölkerungsschichten. Der Adel wurde in seiner Bedeutung zurückgedrängt. Das Bürgertum gewann mehr an Bedeutung. Damit verlagerte sich der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens von dem königlichen Palast in den bürgerlichen Salon. Die Verhältnisse darin wurden nicht mehr durch die adligen Umgangsformen und Formalitäten bestimmt, es war alles wesentlich demokratischer. So haben sich zum Beispiel die Gäste in einigen Salons geduzt, was für die damalige Zeit ein Zeichen von besonderer Intimität und Zuneigung war. Nicht der Adelstitel bestimmte den Rang in dieser Gesellschaft, sondern Einkommen und Bildung. Einkommen konnte man zwar erben, aber Bildung musste man sich selbst erarbeiten. Auch manche Juden hatten, wenn nur einen sehr begrenzten, aber doch Zugang in diese Welt. Preußen hatte eine sehr rückständige, weitgehend auf das Mittelalter zurückgehende Gesetzgebung hinsichtlich der Juden. Das sogenannte revidierte Generalprivileg aus dem Jahre 1750 teilte alle Juden in 6 Klassen ein. Nur die Vertreter der obersten Klasse, die einen persönlichen Schutzbrief hatten, durften sich in Berlin frei niederlassen und dieses Recht auch auf ihre Kinder vererben. Dieses Privileg hatten aber nur wenige besonders reiche Juden. Zu der 2. und der 3. Klasse gehörten sogenannte Schutzjuden. Das waren meist auch reiche Juden, aber auch Ärzte und Künstler. Die Vertreter der 2. und der 3. Klasse durften sich nur an dem ihnen zugewiesenen Ort aufhalten und ihr Ansiedlungsrecht war nur auf ein einziges Kind vererbbar. Zu der 4. Klasse gehörten Rabbiner und Gemeindeeingestellte, die nur so lange Wohnrecht hatten, als sie angestellt waren. Alle übrigen Juden verteilten sich auf die beiden untersten Klassen. Sie galten nur als geduldet. Die Juden, die einer der beiden untersten Klassen angehörten, hatten kein festes Wohnrecht und durften nicht heiraten, es sei denn mit den Vertretern einer der 3 oberen Klassen. Moses Mendelssohn, der als ein junger Mann nach Berlin kam, gehörte der untersten Klasse an. Zuerst war er ein Bettelstudent und später wurde er von dem reichen Seidenhändler Bernhard Isaak als Buchhalter und Hauslehrer angestellt. Erst 1763, als er schon ein angesehener Philosoph war, wurde er nach 2 Bittbriefen in die 3. Klasse der Juden versetzt. Das gab ihm die Möglichkeit, einen festen Sitz in Berlin zu haben, den er aber auf seine Kinder nicht vererben konnte. Die Juden, die einer der oberen Klassen angehörten, und das waren nur ziemlich wenige, lebten nicht unter sich, sondern waren bereits so weit integriert, als sie auch mit den Vertretern der oberen Schicht der bürgerlichen Gesellschaft verkehren konnten. Markus Herz war ein Arzt und Philosoph und er war wohlhabend. Er hatte einen engen Kontakt mit den Vertretern der bürgerlichen intellektuellen Elite. Nur deshalb konnte er sich erlauben, sie als Gäste in seinem Haus begrüßen zu dürfen. Aber es gab auch noch etwas anderes, das einen Kontakt zwischen Juden der obersten Schicht und den deutschen Intellektuellen ermöglichte und sogar förderte. Das Bankwesen war im Preußen des 18. Jahrhunderts nur wenig entwickelt. Also wenn irgendein gebildeter, aber nicht sonderlich reicher Bürger in Geldnot geriet, und das geschah gar nicht so selten, konnte er nicht zu einer Bank gehen und dort einen Kredit beantragen. Damit war er auf die Unterstützung reicher Privatpersonen angewiesen und das waren nicht selten reiche Juden. Und
Wie so ist, mit einem Kreditor sollte man einen guten Umgang pflegen, auch wenn man ihn persönlich nicht besonders mochte. Das war auch ein Grund für gebildete, aber nicht sehr wohlhabende deutsche Intellektuelle, die Häuser einiger reicher Juden regelmäßig aufzusuchen. Der Antisemitismus war in der preußischen Gesellschaft überall präsent. Es reicht einen Brief, den Moses Mendelssohn an seinen Bekannten, den Benediktinermönch Maurus Winkop, zu lesen, um einen Eindruck davon zu bekommen. Er schreibt: Ich ergehe mich zuweilen des Abends mit meiner Frau und meinen Kindern. Papa, fragt die Unschuld, was ruft uns jeder Bursche dort nach? Warum werfen sie mit Steinen hinter uns her? Was haben wir ihnen getan? Ja, lieber Papa, spricht ein anderes, sie verfolgen uns immer in den Straßen und schimpfen Juden, Juden. Ist denn dieses so ein Schimpf bei den Leuten, ein Jude zu sein? Und was hindert dieses andere Leute? Natürlich, die gebildeten Besucher des Salons von Henriette Herz waren nicht unter denjenigen, die die Juden öffentlich beschimpften oder ihnen mit den Steinen nachwarfen. Im Gegenteil, viele von ihnen, wie zum Beispiel Wilhelm von Humboldt, setzten sich öffentlich für die Gleichberechtigung der Juden ein. Liest man aber ihre Privatkorrespondenz, so stößt man nicht selten auf abfällige Bemerkungen über ihre jüdischen Bekannten. Um es etwas salopp zu sagen, was sie an ihren Bekannten stört, ist gerade das wenige und oft nur vermeintlich Jüdische, was sie an ihnen zu finden glauben. Das erklärt auch die Begründung für Humboldts Einsatz für die Gleichberechtigung der Juden. Sie sollen deshalb die gleichen Rechte erhalten, damit sie sich möglichst schnell in der Gesellschaft assimilieren. Verschmelzung und Zertrümmerung der kirchlichen, also religiösen Form. Das sei das Ziel der Gleichberechtigung. Das ist der soziale Hintergrund von Henriette Herz und ihrem Salon. Doch Veränderung alter Umgangsformen, die die Entstehung des Salons erst ermöglichte, Reichtum und Beteiligung mancher erfolgreicher Juden am gesellschaftlichen Leben, offene Haltung mancher deutscher Intellektueller gegenüber Juden, das alles wäre nicht genug, um den Erfolg der Salons in Berlin der 1780er und 90er Jahre zu erklären. Entscheidend war die Person der Gastgeberin, ihre Klugheit, ihre Bildung und nicht zuletzt, und vielleicht gar nicht zuletzt, ihr schönes Aussehen. Auch die größten Antisemiten in der Geschichte haben oft Ausnahmen für die jüdischen Frauen gemacht. Kein Wunder, da diese Antisemiten doch meistens Männer waren. Anmut, charmantes Auftreten, Grazie entschuldigt vieles, sogar eine jüdische Herkunft. Ein Mädchen, das Hochdeutsch sprach, aber auch auf Französisch und Englisch plaudern konnte, ein oder mehrere Musikinstrumente beherrschte und dazu noch eine Jüdin war, hatte etwas Geheimnisvolles in sich, in ihrem Aussehen, ihrem Auftreten, ihrer Art. Manche sahen darin etwas von den griechischen Göttinnen. Denken wir an das Mädchenbild von Henriette Herz, die sich als Hebe inszenieren ließ. Andere sahen darin etwas Ägyptisches. Der napoleonische Ägyptenfeldzug brachte nach Europa die Mode auf alles Ägyptische. Jedenfalls war es etwas Fremdartiges und dadurch Spannendes. Nur Schönheit reichte dafür nicht. Es musste etwas von allem sein. Kurz, diese Frauen waren sexy. Und sie wussten dies auch einzusetzen. Viele haben es wunderbar beherrscht, jenen Cocktail aus Klugheit, Schönheit und Geheimnis zu mischen, der die Männer seit Adam um ihren Verstand bringt. Sie waren die echten Herrinnen des Salons, die mit viel Takt und Taktik, Fingerspitzengefühl und Feinheit diese Salons organisierten, führten und eine einzigartige Atmosphäre darin schufen. In diesen Salons wurde gelesen und geschrieben, musiziert und getanzt, geweint und gelacht, geliebt und gehasst und natürlich kokettiert und geflirtet. Liebschaften wurden gegründet und wieder gekündigt, Allianzen geschlossen und zerrissen. Nicht nur das Intellektuelle, auch das Emotionale war hier nicht minder wichtig. Für viele Besucher und Besucherinnen dieser Salons gehörten die regelmäßigen Treffen zu den prägendsten Ereignissen ihres Lebens, an die sie sich noch Jahre und Jahrzehnte später erinnern werden. Rahel wird sagen über ihren Salon: Da habe ich gelebt, geliebt, gelitten, mich empört, Goethe kennengelernt.
Schaut man sich die Salons von Berlin an, könnte man meinen, dass sich hier die Emanzipation der Juden bereits Jahre vor dem preußischen Edikt von 1812 vollzogen hätte. Doch beim näheren Betrachten offenbart sich eine andere Tatsache. In den Salons scheiterte die Emanzipation noch bevor sie verkündet wurde. Die jüdische Herkunft empfanden die meisten, wenn nicht alle jüdischen Salonieren Berlins nicht als etwas Positives, nicht einmal als etwas Gegebenes, sondern als eine Art Behinderung, die von der Gesellschaft, in der sie sich befinden, nicht direkt angesprochen wird, aber ständig präsent ist. Die Bildung, die sie erhielten, hatte viel Allgemeinwissen, aber wenig speziell Jüdisches. Und das Jüdische, das sie aus dem Haus noch irgendwie erhalten hatten, hatte nicht jene kritische Masse erreicht, um intellektuell reflektiert, geschweige denn weitergegeben zu werden. Für das alte Jüdische, das Ghetto-Jüdische, die Sprache, die Religion, die familiären Verhältnisse hatten sie nichts als Scham übrig. Und diese Scham war jene Luftblase, die sie aus dem Wasser des Judentums hinausdrückte in eine Welt, in der sie niemand, so wie sie waren, haben wollte. Sie waren Parias, Außerseiterinnen, nicht nur, weil die Gesellschaft sie nicht als Jüdinnen akzeptieren wollte, sondern weil sie sich selbst nicht als Jüdinnen akzeptierten. Rahel Levin, wohl die klügste unter allen Salonieren, schreibt ihrem Jugendfreund, dem jüdischen Medizinstudent David Veit, am 22. März des Jahres 1795, als sie 23 Jahre alt ist. Ich habe solche Fantasie, als wenn außerirdisches Wesen, wie ich in diese Welt getrieben wurde, mir beim Eingang diese Worte mit einem Dolch ins Herz gestoßen hätte. Ja, habe Empfindung. Sieh die Welt, wie sie wenige sehen. Sei groß und edel. Ein ewiges Denken kann ich dir auch nicht nehmen. Eins hat man mir aber vergessen. Sei eine Jüdin. Und nun ist mein ganzes Leben eine Verblutung. Mich ruhig halten kann es fristen. Jede Bewegung, sie zu stillen, neuer Tod. Und Unbeweglichkeit mir nur im Tod selbst möglich. Hier ist der ganze Konflikt, der ganze Widerspruch. Sie versucht im Grunde über etwas hinwegzukommen, was sie nicht hat, das Judentum. Das war ein Kampf gegen sich selbst. Denn alle jüdischen Salonieren wollten die Emanzipation, aber sie wollten sie dadurch erreichen, dass sie sich von einem Judentum lösten, das sie gar nicht richtig hatten. Und da sie gegen etwas Unfassliches kämpften, musste der Kampf umso entschiedener sein. 3 Stufen waren in diesem Kampf möglich. Aufgabe der jüdischen Lebensweise, Taufe, Heirat mit einem Deutschen. Und die meisten Frauen betraten alle 3 Stufen. Sarah Meyer, geboren 1763 in Berlin, lässt sich von ihrem jüdischen Ehemann scheiden, nimmt die Taufe an und heiratet den Baron Ferdinand Dietrich von Grotus und stirbt 1833 als Sophie Leopoldine Wilhelmine Baronin von Grotus in Berlin. Ihre jüngere Schwester Marianne, geboren 1770, auch eine Saloniere, lässt sich ebenfalls von ihrem jüdischen Mann scheiden, wird Christin und heiratet den Fürst Heinrich Reuß. Brendel Mendelssohn, die zweite Tochter von Moses und Fromet Mendelssohn, geboren 1764 in Berlin, wird mit 19 Jahren mit dem jüdischen Kaufmann Simon Veit verheiratet. Im Salon von Henriette Herz lernt sie den 8 Jahre jüngeren Philosophen Friedrich Schlegel kennen, verliebt sich in ihn, lässt sich von ihrem Ehemann scheiden und nimmt zunächst Protestantismus an, um sich später mit ihrem neuen Ehemann Friedrich Schlegel in den Katholizismus umtaufen zu lassen. Sie stirbt 1839 in Frankfurt als Dorothea Friederike Schlegel. Rahel Levin, geboren 1771 in Berlin. Nachdem sie in ihrer Jugend eine Liebesbeziehung mit dem adligen Karl Friedrich Albrecht Fink von Finkenstein hatte, heiratet sie mit 41 den 14 Jahre jüngeren Offizier und Diplomaten Karl August Varnhagen, der später den Adelstitel von Ense bekommt, lässt sich 1814 taufen. Sie stirbt 1833 kinderlos in Berlin. Henriette Herz, mit der wir angefangen haben, wird ihren viel älteren Ehemann, den jüdischen Arzt Markus Herz, um 44 Jahre überleben
ohne erneut zu heiraten. Sie wird sich aber dennoch 1817, nachdem ihre Mutter gestorben ist, protestantisch taufen lassen. Damals ließen sich viele Juden taufen, weil sie damit einen Schritt zur Gleichberechtigung zu machen glaubten. Das war aber keine Gleichberechtigung, sondern die Aufgabe der eigenen Identität, weil eine Gleichberechtigung mit eigener Identität ihnen unmöglich und unnötig erschien. Aber bei Frauen war dieses Phänomen offensichtlicher. 80% der in Berlin in den letzten 3 Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts Getauften im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, also jenem Alter, in dem man gewöhnlich heiratet, waren Frauen. Bei den Männern wird es einen Übergewicht erst im Alter ab 30 Jahren geben. Der Grund scheint offensichtlich zu sein. Taufe war eine Voraussetzung für die Heirat mit einem Christen. Und die Heirat mit einem Christen war der eindeutige und endgültige Bruch mit allem Jüdischen und zugleich der letzte, der ultimative Versuch, Teil der Gesellschaft zu werden. Die sozialen Hintergründe dieser Erscheinung sind vielfältig. Nicht zuletzt ist darin eine innere Krise der jüdischen Welt schuld. Die gebildeten und reichen Juden Berlins haben ihre Töchter nach den Maßstäben der modernen Gesellschaft erzogen, aber nach Maßstäben des Ghettos verheiratet. Eine traditionelle Ehe, bei welcher die Eltern den Ehemann für die Tochter aussuchen und sie mit ihm verheiraten, funktioniert gut, solange die Töchter den Wärter nicht gelesen haben. Das wichtigste Motiv für die Taufe war aber die Suche nach Gleichberechtigung. In der damaligen Gesellschaft war das Wort Frauenemanzipation noch nicht gefallen. Trotz aller Bildung und Kultur konnte sich eine Frau nur als Ehefrau eines Mannes realisieren. Damit hatten die jüdischen Frauen gleich 2 Hürden zu überwinden. Sie mussten sich als Frauen und als Jüdinnen emanzipieren. Und da das erste nicht möglich war, versuchten sie es mit dem zweiten. Nur wenige jüdische Salonieren konnten allen Versuchungen widerstehen und ließen sich nicht taufen. So blieb zum Beispiel Amalie Beer zeitlebens jüdisch und auch Sarah Levi, die einen berühmten Berliner Salon führte, ließ sich nicht taufen. Haben aber jene Frauen, die sich taufen ließen, ihr Ziel, die völlige Emanzipation erreicht? Die Antwort ist nicht so leicht. Ja, bis zu einem gewissen Grad bot ihnen der vollständige Bruch mit ihrer jüdischen Herkunft die Möglichkeit, Teil der Gesellschaft zu werden. Es ist aber zweifelhaft, dass sie dadurch ihre jüdische Herkunft vergessen konnten. Und sicher ist es, dass die Umgebung, deren Teil sie werden wollten, ihre jüdische Herkunft nicht vergessen hat. Damit war diese Form der Emanzipation aus dem Judentum heraus zum Scheitern verurteilt. Es ist schon wieder die Rahel, die es reflektiert und den Weg von der Ablehnung des Judentums. Was ist es garstig, sich immer erst legitimieren zu müssen? Darum ist es ja nur so widerwärtig, eine Jüdin zu sein. Zur Akzeptanz ihres Judentums macht. Was Zeit meines Lebens meine größte Schmach war, möchte ich jetzt um keinen Preis missen. Nur das Erste schrieb sie in ihrer Jugend und das Letzte sagte sie auf ihrem Totenbett. Hannah Arendt, eine jüdische, deutsche und amerikanische Philosophin des 20. Jahrhunderts, fasste in ihrer monumentalen Biografie Rahels Bemühungen, sich in die Gesellschaft auf allen Wegen durch Aufgabe alles Jüdischen, durch Taufe und durch Heirat zu integrieren, wie folgt zusammen. Je weiter sie sich treiben lässt, je hartnäckiger sie auf ihren Rechten, Menschenrechten besteht, je entschiedener sie ablehnt, das allgemeine Schicksal der Juden zu teilen, desto typisch jüdischer wird ihr Schicksal, desto einleuchtender für den Beschauer und schließlich auch für sie selbst, dass sie allen Leuten zum Bewundern deutlich vorexerzierte, was alles ein Jude anstellen kann, ohne aufzuhören, ein Jude zu sein. Alle Wege, die in die fremde Welt führen könnten, ist sie entlang gelaufen, und auf allen Wegen hat sie ihre Spur hinterlassen, sie zu jüdischen Wegen, zu Paria-Wegen gemacht. Endlich ihr ganzes Leben zu einem Stück jüdischer Geschichte in Deutschland. Die Historiker des 19. Jahrhunderts sind hart mit den jüdischen Salonieren ins Gericht gegangen. Heinrich Graetz, der große jüdische Geschichtsschreiber, urteilte streng: Diese geistbegabten jüdischen Sünderinnen taten dem Judentum den Gefallen, zum Christentum überzutreten. Jüdische Sünderinnen, Gefallen zum Christentum überzutreten. Den Salon sah er als einen Ort für sexuelle und, wenn ich so sagen darf, geistige Ausschweifungen und hatte mit beidem gar nicht so Unrecht.
Aber der Grund für seine strengen Worte war wohl ein anderer. Was hätten diese kluge, begabt, geistreiche, hübsche jüdische Mädchen nicht alles für die Juden in Deutschland tun können, mit ihrer Klugheit, Begabung, Scharfsinn und Schönheit, wenn sie sich für die Sache ihres Volks eingesetzt hätten? Gaben sie den Kampf für ihre Rechte als Jüdinnen nicht noch bevor sie ihn aufgenommen haben auf? Doch sie wollten ihr Leben leben. Sie wollten jeder auf ihre Weise glücklich sein. Man kann nicht von jedem jüdischen Mädchen verlangen, sich mit der Selbstaufopferung einer Königin Esther sich für ihr Volk einzusetzen. Die jüdischen Salons in Berlin haben nicht lange existiert. Ein Bruch kam 1806, als Preußen von den Truppen Napoleons besetzt wurde und viele angesehene Familien die Stadt verlassen haben. Aber auch danach, in der Zeit nach der Wiederherstellung Preußens, konnten die jüdischen Salonieren in Berlin nicht mehr Fuß fassen. Und es geschah noch etwas anders. Fast zeitgleich mit der Verkündung des Emanzipationsediktes entstand in Deutschland eine Form des Judenhasses, die sich nicht mehr gegen Juden als Konfession, sondern gegen Juden als Volk richtete. Bezeichnend dafür ist die Gründung der sogenannten Deutschen Tischgesellschaft im Jahre 1811 in Berlin. Die Begründer waren der Dichter Achim von Arnim und der Philosoph Adam Müller von Nittendorf. Der Salon stand nun männeroffen, aber keinen Juden und, was bezeichnend ist, auch keinen getauften Juden. In der Tischgesellschaft fanden sich viele der früheren Besucher der Salons von Henriette Herz und Rachel Varnhagen und anderen wieder. Was darin propagiert wurde, war Deutschtum und Judenhass in seiner raffiniertesten Form. Dass die Entstehung einer solchen Versammlung mit so einer nationalistischen Ausrichtung möglich wurde, ist für die gesamte damalige Gesellschaft charakteristisch. Die Geschichte des deutsch-jüdischen Salons mit all ihren positiven und negativen Seiten war damit aber gänzlich zu Ende. Was bleibt nun? Wer waren diese Frauen? Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, sie als jüdische Sünderinnen zu bezeichnen. Das waren jüdische Frauen, die in einer schwierigen und widersprüchlichen Zeit lebten und die selbst voll von Widersprüchen waren, aber sie wollten leben und lieben. Und sie machten ihre Fehler. Wir sind aber nicht dazu befugt, sie für diese Fehler zu verurteilen. Was bleibt, ist eines der spannendsten Kapitel der jüdisch-deutschen Geschichte. Ein Kapitel, welches von jungen jüdischen Frauen geschrieben wurde.